Hallo liebe Motorradfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Review von mir. Heute gibt es einen neuen Porsche Panamera der zweiten Generation, in der Driver Selection im Maßstab 1:43 von der Firma Herpa. Das ist die Verpackung, relativ unspektakulär, und innen drin natürlich noch eine OVP. Wie gesagt, Dealer Edition, Silber Porsche Panamera 4S Diesel, hier entsprechend die Nummern. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal die Front an von dem neuen Panamera, und das ist meiner Meinung nach relativ gleich geblieben. Die Motorhaube ist etwas eckiger geworden, also hier von der Abflachung meiner Meinung nach. Ja, nicht ganz so rund wie beim Vorgänger, aber dennoch stimmig, finde ich. Porsche Logo kann man natürlich auch hier erkennen. Schauen wir uns die Seite an. Hier denke ich mal, kann man an Panamera auch erkennen. Da wurde jetzt auch nicht viel verändert, außer was auffällt, meiner Meinung nach, ist hier diese Form ist etwas flacher, insgesamt abgeflacht, als der Vorgänger. Beim Vorgänger ist noch etwas mehr, glaube ich, der Bogen hier. Ja, sieht sehr elegant aus. Auch hier mit dem Chromring um die Scheiben gefällt mir sehr gut. Und jetzt hier das neue Heck von diesem Panamera gefällt mir außerordentlich gut. Erinnert mich genauso wie an den Porsche 911er, die Generation meiner Meinung nach, die am schönsten ist. Videos natürlich zur Porsche Playlist verlinkt in der Beschreibung oder im i natürlich, und auch zu den 911ern. Schaut euch das gerne an. Gern auch den Vorgänger in 1:18 von der Firma Norev habe ich auch vorgestellt. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und das Heck, wie gesagt, hier steht auch mal Panamera 4S und Porsche hier oben. Ja, und wie gesagt, die ganze Farbkombination passt auch wunderbar zu dem Auto, wie ich finde. Hier unten kann man auch die Auspufflöcher erkennen, 4 Stück an der Zahl. Und schauen wir uns jetzt mal hier den Innenraum an. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Aber ich denke, ja. Der Innenraum von den Porsches gefällt mir sehr gut. Ist sehr stimmig, sage ich mal. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also Details wurden hier auf jeden Fall nicht vergessen. Das sieht sehr stimmig aus alles. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe noch eine Idee gehabt. Und zwar, wie wäre es, wenn wir mal kurz den Wagen vergleichen, direkt mit dem Nachfolger, beziehungsweise Vorgänger. Also das sind sie. Wir schauen mal von hinten. Ich denke, man kann schon den Unterschied erkennen. Also ich denke, man kann die Unterschiede schon ganz klar erkennen. Hier noch etwas größer, wuchtiger würde ich jetzt mal sagen. Und hier filigraner die Heckleuchten insgesamt. Und von den Seiten kann man auch wunderbar erkennen, meiner Meinung nach, wie das Ganze sich verändert hat. Hier, das ist die Seitenansicht von der alten Generation. Übrigens hier in diesem schönen Mahagoni-Braun mit heller Innenausstattung, auch sehr sexy. Link dazu, wenn ich vorstelle, natürlich auch in der Beschreibung. Jetzt hier der neue dagegen, alt, neu. Und ich denke, man kann gut erkennen, was ich meinte. Es ist deutlich eleganter, sag ich mal, der Übergang mit den Lampen. Und von vorne schauen wir uns das Ganze natürlich auch nochmal an. Hier der Vorgänger, die erste Generation. Hier der neue. Da fällt mir gerade auf, so eckig ist es gar nicht geworden. Ist eigentlich relativ gleich, sage ich mal. Doch, ist relativ gleich geblieben. Also ich nehme das zurück, dass der eckig geworden ist. Ein bisschen hat er eine Verstrebung drin, eine eckigere als hier, kann man ganz gut erkennen. Der Porsche 911er ist dafür eckig geworden hier vorne, leider etwas. Das gefällt mir nicht so gut. Sagt mir eure Meinung zu dem Wagen oder auch beiden. Helft mir zu wachsen, abonniert meinen Kanal, drückt natürlich die Glocke, teilt meine Videos untereinander. Mich würde es auf jeden Fall freuen, immer mehr Zuschauer hier begrüßen zu dürfen auf dem Kanal. Und ich freue mich schon auf das nächste Review. Macht's gut, bis dahin, ciao.